Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Blues and Bullets. Wir sind in Boccarinos Büro endlich angelangt, also dem Raum mit den 2 verschlossenen Türen. Dank ihmchen hier. Ja, warum liest du hier eigentlich? You're at a crime scene and you sit down to read? Titus Andronicus. One of the actors on the Hindenburg lent it to me. They're performing it soon. You couldn't ask for more appropriate reading material. Murder, mutilation, torture. Shakespeare's got it all. Du kommst aus dem Gefängnis, erzähl mal. Why'd you go to jail? For murder, but... You didn't do it, of course. Of course I didn't. But I didn't intend to. Und Boccarini? We've lost the only lead we had to help us find Sophia Capone. You think Boccarini's murder could be related? Maybe. It's hard to say. Gut, dann schauen wir mal hier. Ein Koffer. Knick. Knack. Oh. Jesus, there's at least $1 million here. Boccarini's? I'd be surprised. Probably his guests, and I doubt it was to pay Boccarini for his services. None of his forgeries are worth that much. Was ist das? Carlo, I have the goods for OB, but I have to take the children to school tomorrow and I can't make the meetup. Friday, same time, same place. It's signed N.I. These initials are getting to be a pain in the ass, right? I have to take the kids to school tomorrow. I don't think this is some loving divorced daddy, Milton. Nee. I take back what I just said. The driver's license of one John Martinson and Osmond Burke. OB. Do we know him? The eldest son of the richest family in Vermont, convicted rapist. He was arrested thanks to the testimony of his father, who wound up disinheriting him. He escaped from prison last week. Okay. He broke into the family home and slit the throats of all his relatives one by one, opened the safe and got away with a fortune. They don't make jails like they used to. All starting to add up, isn't it? Oh. Ja. 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 Der hat Gesichtschirurgie hinter sich oder was? Oh. Nicht die Tasten auslassen. Platsch. Warum hilft der andere nicht? Ah. Ich bin ja so ein Freund von Quicktime-Events. Oh. Und in das neu gemachte Gesicht. Aua. Was macht er denn? Oh. Nicht Richtung Messer. Sag ich doch. Ah. Gut. Get out of my way, I said! He's coming back! Who's coming back? Him! The monster! Welches Monster? The guy who killed Boccarini? He was a monster! Oh, get your hands off me, Negro! What was he like? Describe him for me. He was a monster. Red and black. I mean, his head reached the ceiling. He tore off his hands with his claws. It was a monster! A monster! Should I? Drogen, hä? Nee. Burke, shut up. You're Osmond Burke, right? Yes. Good. Now pay attention, Burke, because I have a question for you.
Koffer. Die Notiz. Who wrote this note? Nikolai Ivankov. Rings a bell. One of Capone's right-hand men 20 years ago. What does this stuff about kids mean? I don't know. Calm down, Burke. You were going to meet up with him, right? Yes, at the docks, berth 42, right next to where the alligator 3 is moored. Dankeschön. What's the meetup time? Tomorrow at noon. Tomorrow. Tomorrow? No, it's going to be tonight. Oder so. Was du? Don't get too comfortable. We'll be there in no time. Boah. Bringen wir ihn zur Polizei? Wir bringen ihn zur Polizei. The cops in Santa Esperanza aren't as straight as the cops in Vermont. Even so, I think they'll be delighted to see you at the station. I'm afraid not, Mr. Ness. I have to take him to Alphonse. Out of the question. I know his temper. He'll beat him to a pulp. Listen, if the missing girl was your granddaughter, you wouldn't forgive me if I didn't let you see the only suspect who could lead us to her. Okay. Und schon haben wir Zugeständnisse gemacht. Alles Geld behalten wir, ne? Shucks. What? I thought that bloodbath would cover up the smell of stale grease. I was wrong. Ja, und sein Bratfett. Oh Gott. Bei Anbruch der Dunkelheit. Wieder zurück in Blues and Bullets. Deiner. Eliot? Ah, Delphine. Wer ist Delphine? Thank God you're here. The lights were off, so I thought that... I'm sorry. I got out of the hospital late, then I went to the station to pick up Jim's check and... When they told Okay, me, okay. Die Frau vom Jim Dockers. I'm scared. Warum? Of what? What are you drinking? Saft. It's only juice. Juice and nothing else. Breathe on me. Oh, You heard me. I'm sorry. It hasn't been a good day. What's happened? No! You knew! Knew about what? was? What's that gun doing there? Was machen wir denn? Erzählen wir ihr eine Lüge, eine Halbwahrheit oder ein Geheimnis? Eine Halbwahrheit. A guy I know is having trouble with a two-bit mafioso. He asked me to go with him, just in case. I didn't have to get it out. Well, don't. Don't start taking on the mafia. Not now. You really don't know? Was denn? No, I don't know. And if you keep up the guessing games, I'll never know. He's back. Wer? Who? Him. Wer? I don't know why it still surprises me, but it's incredible that you were such a good detective, and yet you've never been able to understand people. Capone got out of jail. Where'd you hear that? Chief Jenkins. Chief Jenkins. The same guy who said he was going to clean up Santa Esperanza, right? Mhm. In that case, you can rest assured Capone just put on his striped pajamas, and in 4 minutes' time, he'll be snoring in his cell. Eliot, what if it's true? If he's out, what's the first thing he's going to do? Who does he hate more than anyone? Mich? Alter, Überlegenheit, Jury. Naja, das Alter ist natürlich kein Argument. Denn auch im hohen Alter kann man Befehle geben. Jury? Alter. Machen wir Alter. He spent almost 20 years in jail. Capone's an old man. If he gets out, at most he's going to challenge me to a race to the nearest park bench. Please, Eliot, don't joke. You're the only part of Jim's life that I have left. If you put yourself in danger, Sind wir doch schon mittendrin. Schulter. I'm fine. Thanks. Mafioso, Küche.
Boxen. Ist ja vom Boxen, oder? My hand? One of my customers. He's a boxer and we got to throwing some punches, for old time's sake. What's going on, Eliot? Nix. We're closed. Can you wait outside for a couple of minutes, Milton? Sure, of course. Although, I'm sorry to say, but we're short on time. Eliot. Der Fall Delphin. I said a couple of minutes, Milton. It's all right. Goodbye, Eliot. You can use that couple of minutes to teach this gentleman some manners. Okay. Hä? No, and it's none of your business. Sorry to butt in. I've brought your rapist costume for the party. Was, Vergewaltiger-Kostüm für die Party? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Seriously, you're not... No, she's the wife of a friend who died in the line of duty, Jim Dockers. Alphonse told me about him. Your Alphonse killed him. Yeah, I'm sorry, Mr. Ness. Although he's not the same man he was. Anyway, isn't the deal with marriage until death do us part? It's not that simple. There are other factors. Okay. Treue und Freundschaft. Freundschaft. Delphine and I have been friends a long time, and I don't have many friends. I can't risk losing her. Right. So you like her, but you don't have the nerve. Richtig. Oh yeah? What would you do? Women have never been one of my priorities. Okay. I'm sorry. Forget it. You screwed Alphonse good, didn't you? I don't think he holds it against me this far down the line. He's a new man now, right? Genau. Did you enjoy it? Pflicht, Spaß. I'm a cop. Correction, I was a cop. You do the job you're given. End of story. I hear you. But you didn't finish the next job they gave you. Did they find those kids? No. How do I look? Like the invisible man in the movie. No one's gonna buy it. Take it easy. Everything's going to work out fine. Was soll das? Deswegen das Vergewaltigerkostüm. Okay, jetzt verstehe ich's. Wir sind dann Doc. Haufenweise Leute. Wachen. Ich bin froh, dass kein Nebel ist, aber in den Lampen hängt der Dunst und zieht sich in die Helligkeit hinein. Und wo werden wir sein? So, everything's gonna work out fine, huh? You sure it's here? Relax. It's just a little further. Just follow me. Geh zum Treffen mit Ivankov. This plan is suicidal. We're gonna die. I don't think so. I don't think so. And may I ask why? It's not the first time I've done a job like this. And I never was any good at getting killed. Genau. There's a first time for everything, my friend. Ja, Milton, if you go on contradicting me, you're not going to get into your role. Don't forget, while we're here, you're supposed to be at my beck and call. While we're here. ja, nur solange wir hier sind, ist logisch. Gewidmet den mutigen Seeleuten der Insel St. Helena. Ein Anker. Okay. Wir können nicht rennen, aber ich will mal angucken, was hier los ist. Hear that? Not bad. A white boy who likes the blues. What's next? You gonna let the black man vote? Okay. Können wir rein? Nein. Dann gehen wir mal weiter.
Da waren wir schon. Ist ein bisschen schade, dass das hier so abgegrenzt ist, ja? Das Areal. Was passiert hier? Hey you, where do you think you're going? Freundlichkeit. Hello, friend. I've come to speak with Nikolai Ivankov. Can you help me? I'm sorry, pal. The mummy repair center is over on the other side. Well, we tried being polite. Kick him in the balls, honey. It'd be my pleasure, sweetie chops. Dakota. Yeah, my pleasure, Miss Dakota. Charmant. Listen, friend, I've had to freeze my ass off on guard duty myself. Let me and my man pass, and you can carry on warming yourself up. The other option is for us to warm him up ourselves, Mr. Burke. Ah, you got one of those uppity Negroes, I see. Okay. You have no idea, my friend. Takes the patience of a saint. Yeah. Look, pal, without an appointment. Ich habe einen Termin. I have an appointment in the name of Osmond Burke. You're Burke. Why didn't you say so before? Hat doch hier mein Freund gesagt. Da siehst du. Die Schranke, die hätte mich nämlich aufgehalten. Ohne Ende. Nicht. Da geht's wieder nicht weiter. Gut. Weiter geht's. Der soll uns bestimmt rausschiffen, oder? Okay, die sind unwichtig. What is that thing? You really want to know? Better off not asking. Irgendein Vieh. Ich habe die Ahnung, dass dieses Vieh uns noch begleiten wird. Was steht hier? Doch 42. Ah, okay, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit langlaufen in der Geschwindigkeit. Supposed to be here. Where's the ship? Looking for someone. We arranged to meet Nikolai Ivankov at berth 42, but it looks like the ship isn't moored here. Has she set sail? It isn't moored? Maybe she sunk to the bottom of the ocean. Ein U-Boot. Ein gottverdammtes U-Boot. Und dann auch noch ein riesiges. Meine Fresse. Wie abgedreht ist denn die Story, bitteschön? Guck mal da oben, Maschinengewehre ohne Ende. Lichtstrahler, die normalerweise richtig wasserdicht sein sollten. Boah. Und? Was nun? Nein! Soll es denn wirklich schon so sein? Es sieht so aus, dass hiermit Episode 1 beendet ist. Und dann noch mit so einem fiesen Cliffhanger. Puh. Das ist gemein. Okay, was haben wir? Wir haben verschwundene Kinder. Auch das Kind von El Capone ist davon betroffen. Und nicht Kind, also das Enkelkind. Deswegen werden wir engagiert als ehemaliger Unbestechlicher. Denn wir sind der Einzige, der in irgendeiner Art und Weise etwas tun kann und auf den Verlass ist.
Wer ist das hier alles? Ist das vielleicht die Enkelin von Capone? Wer ist der Typ dort unten rechts mit der Brille? Das sind wir. Ich muss jedenfalls sagen, Blues and Bullets ist ein sehr interessantes Spiel. Ist eher Richtung, ja, Erzählung, interaktive Erzählung, in der wir etwas tun können. Und ich muss echt sagen, es macht Spaß und ja, hat so einen ganz eigenen Stil. Ich mag diesen Noir-Stil, die ewig befeuchtete Kamera mit den Tropfen, die Blendwirkung hat, eben halt diese Linseneffekte produzieren, der Dunst, der da sich rumtreibt und. Das Schwarz-Weiß-Feeling, so wie Sin City, also sprich mit herausstechenden Farben, hier speziell eben halt rot. Klasse Spiel. Also zumindest das, was man jetzt bis jetzt sehen kann. Ich bin gespannt, ob es in den nächsten 2, 3, 4, 5 Wochen so ungefähr der Plan seit Veröffentlichung, dass alle 12 bis 16 Wochen, also sprich 3 bis 4 Monate, soll es eben halt eine Episode geben, eine zusätzliche. Und es wäre jetzt bald an der Zeit, dass es eine neue Episode, sprich Episode 2, geben sollte, wird. Hoffentlich. Ich bin gespannt. Wir drücken mal annehmen und sollten eigentlich wieder ins Hauptmenü kommen. Oh. You know that we punish children who behave badly, don't you? Yesterday it was Juliet who behaved badly. Do you remember? She hit Junior so she would finish ahead of him in the morning race. Do you know what we did to her? Don't worry. You'll find out soon enough. Which do you prefer? The doll or the plush toy? Den Bären. Das ist ein Kult, ist das. 2 days ago, Mickey bit Tom so he could take his food. Do you know what we did with him? Nein. Bruno says you killed him. Bruno says many things. Which do you prefer, blonde hair or brown? Braun? And today, you tried to escape. Do you know what the difference is? No. Juliet and Mickey hurt their friends so that we would not punish them. You tried to escape, but you did not harm your friends. On the contrary, you tried to help Bruno, putting your own life in danger. Very few children would do that. We are going to punish you. Okay. But in a different way than Juliet and Mickey. Bruno, on the other hand, did something very similar to them. He betrayed you to avoid being punished. I'm sorry. Which of these 2 drawings do you like best? I'm sorry. Nein. Crowd of Monsters.
Boah. Ja, bin ich erstmal ein bisschen sprachlos. Interessantes Spiel. Hatte ich das schon erwähnt? Sehr interessantes Spiel. Schade, dass schon die erste Episode vorbei ist, wie es scheint. Okay, wir haben es zumindest hier mit einem Kult zu tun, der vor nichts anderes zurückschreckt, als, ja, kultige Dinge zu tun. Ich bin gespannt, was die Entwickler, ich glaube, es ist ein spanisches Entwicklerteam, ein kleines Entwicklerteam, die gesagt haben, so alle 12 bis 16 Wochen soll es eine Episode geben. Rausgekommen ist die erste Episode Juli, August. Das heißt, es müsste jetzt irgendwann vielleicht eine Episode 2 geben. 5 sind geplant. Ich bin gespannt. Es ist ein sehr interessantes Spiel bis dato. Wenn vielleicht auch ein bisschen zu einfach, also steuerungsmäßig. Quicktime-Events. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war das Untersuchen und das schrittweise Heranführen an den Tatort. Wie was da stattgefunden hat oder haben könnte. Da gibt es vielleicht noch klitzekleine Optimierungsmöglichkeiten. Und wie man hier sieht, die Personen sind teilweise von gleichen oder von ja, einer Handvoll gleicher Sprecher gesprochen worden. Es ist, wie gesagt, sehr interessant. Das Setting gefällt mir, die optische Umsetzung gefällt mir. Dieses Noir-Feeling ist meines Erachtens wunderbar getroffen. Komplett schwarz-weiß, dieses Feeling überhaupt und die Qualität, die Objekte, die Darstellung in schwarz-weiß zu erreichen, beziehungsweise monochrom, ist schon sehr kompliziert. Dazu dann dieses typische wie in Sin City, diese Effektteile, ist schon genial. Letztendlich vom Stil ist es sowas wie Sin City, also Film Noir und noch verbunden, teilweise auch schon wegen dem Fond, Bioshock. Also eher Rapture statt Infinite. Wobei Infinite vielleicht auch ein bisschen dort reingespielt hat mit diesem riesengroßen Luftschiff dort oben, mit dem Hotel. Was ich irgendwie doch ein bisschen krass finde. Also zumindest ist es keine Story, die auf wahren Begebenheiten sich beruht, sondern es ist Fiktion und wirklich schöne Fiktion. Und die Musik, ist klasse. Ha. Also Hut ab, wer sich mal auf der Seite von A Crowd of Monsters begibt, wird mitbekommen, dass da eigentlich nur 4 oder 5 Leute genannt werden. Vielleicht gibt es da noch ein paar andere, aber wenn es wirklich nur 4, 5 Leute sind, Mensch. Bombastisch. So, das war, liebe Leute, Episode 1 von Blues and Bullets. Und hier kommt noch ein Brief. Is she here? My father asked you to take care of me. Is this how you respect a dead man's wishes? Screw everything I said. He's Al Capone. He may not have much left, but he'll have something. Life's full of little twists and turns, huh? Aha. Das Ende des Friedens, Episode 1. Du hast dich entschieden, freundlich zu sein, 70%. Du hast dich entschieden, grob zu sein, 30%. Ruhig. Du bist durch den Spott wütend geworden, 41%. Nee. Im Vergleich zu global. Wir waren väterlich zu dem netten Herrn. Schön, schön, schön.
Wir sind trotz Spott ruhig geblieben. Gut. Du hast von ihm verlangt, außer Landes ins Exil zu gehen. Du hast von ihm verlangt, sein Reichtum aufzugeben. Und du hast ihm verlangt, zurück ins Gefängnis zu gehen. Aha, okay. Trocken. Du bist trocken geblieben und du hast Whisky getrunken. Schön. 70% immerhin sind trocken geblieben. Gentleman. Du warst einfühlsam gegenüber Delphin. 57%. Das heißt, das Knie wäre dann wahrscheinlich grob gewesen. Ja, das waren unsere Entscheidungen. Wackelkopfmodus freigeschalten. Wollen wir kurz reingucken? Wackelkopfmodus. Mal gucken, wir nehmen mal die letzte Szene in den Wackelkopfmodus. Achtung. 3, 2, 1. Ich glaube, die sind jetzt überdimensioniert, die Köpfe. Ja, sind sie. Sehr. Yesterday it was Juliet who behaved badly. Do you remember? Uh-huh. She hit Junior so she would finish ahead of him in the morning race. Do you know what we did to her? Okay. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und hoffen wir mal, dass es Episode 2 geben wird. Bis dahin, zumindest für diese Folge, beziehungsweise für dieses Let's Play, für dieses Spiel, sage ich Tschüss und bis zur Fortsetzung. Ciao.